Pflasterstraßen mit Girlanden, streich die grauen Häuser bunt. Ich ruf Parolen zu Passanten, auf die Gefahr, dass es schockiert. Wie im Wahnsinn wir tanzen, wir schreien laut, paralysiert. Ich warte schon ewig darauf, weck mich nicht auf, denn es passiert. Alles wird neu. Hier ist es, ja. Gut, wir gehen wieder. Warum? Harry, guck dich da bitte mal. Ach so, das ist nichts. Also ich weiß echt nicht, was du meinst. Oh, Elena, stell dich nicht so an. Wir sind hier wegen einem Kaffee, währenddem wir den Mietvertrag unterschreiben können und nicht wegen der Einrichtung. Ja, es gibt aber auch Cafés, die beides können. Guten Kaffee und gut aussehen. Jetzt entspann dich doch erst mal. Komm dann die Brille ab. Ich will nicht. Ich wette, hier drin herrscht so ein furchtbarer Orangestich. Oder grün. Also mir gefällt's. Also Grünstich ist. Oh, jetzt gib mir die Brille, Elena. Oh, Elena. Komm. Geht doch. Wisst ihr schon? Ich nehme einen Chai Latte, normal. Latte Macchiato. Vegan? Bitte? Ja, Sojamilch oder normale Milch? Normale. Mit Shot oder ohne? Mit bitte was? Na, mit Aroma, mit Haselnuss, Karamell, weiße Schokolade, dunkle Schokolade. Dunkler, von mir aus. Mit zusätzlichem Espresso? Nein. Ich wette, deren Vertrag ist befristet. Elena. Nein, Spaß. Ich meine natürlich, deren Vertrag ist unbefristet. Ey, nichts gegen befristete Verträge, ja? So, bevor du jetzt auch irgendwie Gedanken über das Gehalt der Kellnerin machst, jetzt zu uns. Tada! Ja? Nö, du musst mich erst fragen, Was fragen? ob ich mit dir zusammenwohnen will. Weiß ich doch. Ja, ich weiß, aber blend das mal für eine Sekunde aus. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, ja? Also, Marie, bist du daran interessiert, mit mir, deiner hinreißenden, intelligenten, ordentlichen neuen besten Freundin in diese wunderschöne und völlig überteuerte Wohnung zu ziehen? Ja, bin ich. Ich frage mich wirklich, wem der Laden hier gehört. Der oder die scheint ja echt gar nichts im Griff zu haben. Elena. Schmeckt aber gut. Das mich jetzt eigentlich auch. Nur ob ich mit dir zusammenziehen will. Nö. Mit mir würde jeder gerne zusammenwohnen. Und mit mir nicht, oder was? Ja. Schmeckt's nicht? Ich glaube nicht, dass das hier irgendjemandem schmeckt. Ich muss leider los. Aber kannst ruhig noch in Ruhe austrinken. Wir telefonieren deswegen dann später nochmal? Oh, schade, ich dachte, wir essen noch was zusammen hier. Nächstes Mal. Woanders. Okay. Sonnenbrille. Ja? Alles gut. Später. Und wehe, du gibst ja Trinkgeld. You idiot! Of
course you speak Deutsch better than do English. Well, show me. What? Okay, show me. You have no idea. Alter, Sorry. willst du rein oder raus? Sollte das ein Tanzschritt sein oder was? Yeah. Sorry, didn't have my sugar today. Na, dann trink mal meinen Kaffee und dein Sugarhaushalt reicht für die nächsten 6 Tage. Hi, I'm Dan. Marie? Hi, Mary. Hi. Your friend, she sagte, ich kann hier einen Kaffee haben? Elena? Sure. Sie war sehr sweet. Sweet. Nice. Und? Vielleicht nur noch so 5 Seiten. Ja, dann hast du dir das Essen jetzt wirklich verdient, oder? Es ist auch gleich fertig, nur noch 10 Minuten. Wer hätte ihm angerufen? Matthias, Hättest du mir ruhig geben können. ich habe ihm gesagt, dass du schreibst und dann wusste er gleich Bescheid. Vereinsamung als Schicksal des Schriftstellers. Im Vergleich zum Skandale aufdecken, oder was? Auch. Ich weiß, du vermisst deine Arbeit. Weißt du, dein Chef war einfach ein Feigling, der sofort einen Rückzieher macht, wenn er sich mit den ganz Großen anlegen muss. Dabei hat er sich ja noch nicht mal selbst mit denen angelegt, sondern sein bester Angestellter. Ich vermisse nichts und niemanden, der mich fallen lässt. Gut. Außerdem hast du ja eine Arbeit. Elia. Fast schade, dass es nun doch schon so schnell zu Ende geschrieben ist. Am Anfang wusstest du ja noch nicht mal, wie du anfangen solltest. André Hillensberg hatte den Mörder gefunden und den Fall endlich aufgeklärt. Und doch fühlte er sich schmutzig, eingeengt, angewidert von der Welt. Das ist echt gut. Vielleicht kannst du dich auch mittlerweile zu sehr mit André identifizieren. Vielleicht. Seine Aufklärung ist auch deine Aufklärung. Und dieses Buch ist... Meine Abrechnung mit der Gesellschaft. Ich bin richtig stolz auf dich. Und du wirst schon sehen, über das Buch werden sich noch alle wundern. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Ich deck dann mal den Tisch und du machst mal eine Pause. Du kannst ja auch später noch zu Ende schreiben. Ich mache die letzten Seiten noch fertig. Ich weiß nämlich ganz genau, wie ich es zu Ende bringe. Nicht weglaufen, Heinzi! Das Haus da, das könnte doch passen, ne? Müller, Wagenknecht, Schulz, Domen. Nein, das ist es nicht. Wo Gürkchen wohnt, kann man die Namensschilder nie aussprechen. Ich dachte, das war die Wohnung davor. Nein, nein, in der auch. Dann war der Umzug ja gar keine Steigerung, ne? Nein, nicht wirklich. Vielleicht fragen wir am besten einfach Aber mal hier ist doch jemanden. schön. Warum wohnt sie nicht hier? Finde ich auch. Kannst du ihr ja mal vorschlagen. Na, wieso ich? Na, vielleicht auch nicht. Hallo Nadine. Lucia?
Kann ich reinkommen? Sarah ist aber nicht da. Die ist Im Café jedenfalls nicht, da war ich schon. genau da nicht. Sie ist im Kaufland. Im Kaufland? Ja, schon den ganzen Morgen Großeinkauf und so. Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Oder uns weiterhelfen, so als kleine Schwester. Du willst mir also sagen, dass sie im Kaufland Zeit hatte, mir so eine SMS zu schreiben? Guck doch mal, wie lang die ist. Und wie aufmerksam und wie lieb. Nadine. Also hat sie dir was gesagt? Selbstreflexion ist ein wichtiger Schritt, aber... Also ist das wirklich der Grund? Mann. Ich wieder, das ist so typisch für dich, Nadine. Nein, vielleicht ein bisschen. Egal, Fakt ist, sie will nichts Festes im Moment. Und auch nichts Halbfestes, Halblockeres, irgendwas, was ihr gerade habt. Sie braucht jetzt Zeit. Für sich, um sich zu finden. Und sich zu überlegen, was sie macht, wenn sie das Café schließt. Oder verkauft, weil es so gut läuft. Oder sie zieht nochmal um. Oder sie holt ihr Abi nach. Oder sie macht einen Kniggelkurs. Naja, die Antwort kannst du dir wahrscheinlich erschließen. Das alles fordert ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Ja, das verstehe ich ja auch. Aber es ist einfach, das ist so... Hart, ich weiß. Du musst das jetzt erstmal verarbeiten. Aber wenn sie reden will... Dann stehst du auf ihrer Kurzwahltaste Nummer 1. Hallo. Ja, ich bin gut angekommen. Er ist ja auch nicht das erste Mal hier. Nee, ich bin direkt vom Kino zum Hauptbahnhof gefahren. Ich meine andersrum, vom Hauptbahnhof zum Kino. Ja, nee, aber ich glaube, ich habe es falsch erwischt. Ja, irgendwie ist sie hier nicht. Naja, jetzt warte ich hier einfach mal noch ein bisschen und vielleicht ist auch die einfach zu spät. Alter, weißt du, wie viele Kinos es hier gibt? Mann, im Ernst, ich würde voll auf Netflix umsteigen. So überfordert wäre ich von der Auswahl hier. Du kennst nicht Netflix. Was ist denn los bei dir? Wo wohnst du, Bruder? Naja, jetzt mal im Ernst. Das nächste Mal kommst du einfach mit und siehst selbst. Und zur Not können wir bestimmt auch beide bei meiner Schwester pennen. Ja, genau. Bei mir geht's in der Woche los, ja. Du, ich freue mich auch schon total. Ja, und zur Not wäre ich halt einfach Skater. Ist sehr ähnlich. Ja, dann dir noch eine schöne Zeit und wir sehen uns nächste Woche. Jo, tschüss. Hallo, Elena, richtig? Ich wollte erst zur Vorführung kommen und dich da begrüßen, aber dann hat mein Telefon geklingelt und geklingelt und geklingelt. Aber war ja zu erwarten, wenn einmal rauskommt, dass ich jetzt hier arbeite. Jedenfalls dachte ich, du schaffst das sicherlich auch alleine. Habe ich zumindest vermutet. Wie kompetent die Frau für diese Pressevorführung ist, konnte ich ja nicht wissen. Noch nicht. Naja, so viele Pressehefte wie noch übrig sind, war es ja auch nur eine kleine PV. Ich plapper schon wieder. Das liegt bestimmt an der Nervosität. Nochmal von vorne. Ich bin Jenny, die neue Mitarbeiterin. Elena, Es spricht. hattest du das bezweifelt? Ach, Ellie, das war doch nur ein Witz. Ich darf dich doch Ellie nennen, oder? Gar keinen Fall. Wie wär's, wenn wir erst mal was trinken? Wir sind ja heute allein. Sturmfrei!
muttersprachlich, oder? Aber keine Angst, du musst auch nicht viel sagen. Ich weiß ja schon alles über dich. Ach, wirklich? Ja, ich hab's an meine Quellen. 24, aus Leipzig, Abiturschnitt 1,2. Sehr beeindruckend übrigens. In der 11. ein Auslandsjahr in den USA, Bachelor in Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Ich denke, ich habe verstanden. Du hast also mein Zeugnis gelesen. Respekt. Auf eine gute Zusammenarbeit. Mann, Mama, ich hab's dir doch gesagt. Ja, ich schau mir das doch bloß an. Es steht doch noch gar nichts fest. Ach, Mama, wenn du es genau wissen willst, ja, ich kann mir vorstellen, sowas noch mal zu machen. Warum? Das interessiert dich doch nicht ernsthaft. Ja gut, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass es diesmal... Weißt du was? Das bringt doch nichts. Nein, nein, schon okay. Vielen Dank für deine Hilfe, wie immer. Ja, das war Ironie. Ja, ich rede mit Lucia. Jaha. Ja. Tschüss. Mann, immer der gleiche Scheiß. Kann ich dich kurz mal was fragen? Klar, aber nur wenn du... Wow, bist du groß. Ach nee. Naja, nur wenn ich was. Vergiss es, ich glaube, du passt eh nicht in die Zielgruppe. Kommst du aus Berlin? Sag einfach nein. Nein. Gut, siehst du? Okay. Eigentlich wollte ich dich fragen, ich finde dieses Kino hier einfach nicht. Warte, das ist gleich da drüben. Komm, ich zeig's dir. Danke, dass du mir den Weg zeigst. Und du singst frisch. Danke. Ist das deine Arbeit oder was ist das? Oh Gott, nee. Nee, das mache ich nur so nebenbei. Und du? Bist Basketballer? Nee, was höre ich öfter? Tja, komisch. Ja, komisch. Warum nur? Aber siehst doch sportlich aus. Danke, bin ich auch. Aber für eine Sportlerkarriere reicht's dann doch nicht. Andererseits, so richtig sozial bin ich auch nicht und das sollte man in meinem Job eigentlich sein. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Ja. Nee, ernsthaft. Da bist du hier genau richtig. Hier gibt's irgendwie keine Grenzen zwischen Arbeit und Hobby. Du weißt schon, Berlin halt. Da drüben ist es gleich. Ah, okay. Oh. Sie da, sie kenne ich. Witzig. Ja, also von hier nach da, das schaffe ich dann auch alleine. Cool, ich muss dann auch ganz dringend weiter. Aber vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Okay. Und du, komm mal wieder nach Berlin, du passt hierher. Werden sehen. Ciao. Tschüss. Das kann nicht wahr sein. Hallo, junger Mann. Haben Sie zufällig meine Frau gesehen? Ich weiß doch nicht einmal, wie Ihre Frau aussieht. Oh, das macht nichts. Geli hört man mehr, als dass man sie sieht. Also haben Sie sie vielleicht gehört? Ihr bevorzugter Text wäre wohl Heinzi gewesen. Sind Sie das etwa? Ja. Wenn sie sucht, wird sie sicher auch irgendwann finden. Oh, davon gehe ich aus. Sie findet mich immer nur. Ab und zu ist es gut, wenn ich sie zuerst finde, wissen Sie? Also so alle 2, 3 Wochen. Ja, dann gut. Ich habe es probiert und bin gescheitert. Falls Sie ihr also doch noch begegnen sollten, ich bin im Biergarten, da vorne, auf ein schönes, kühles, helles. Machen Sie es gut, junger Mann. Heinzi! Heinzi!
Haben Sie meinen Heinz gesehen? Entschuldigung, ich bin mal wieder unhöflich. In der Tat. Sie kennen ihn ja gar nicht. Also, er ist groß, hat graues Haar, ein dunkles Oberteil und einen Rucksack dabei, wenn er den nicht inzwischen schon wieder verloren hat. Ja, also wie alle anderen Touristen ja auch. Ja. Nein, Heinz ist nicht wie jeder andere. Sie können froh sein, dass er überhaupt was anhat. Wenn ich ihm nicht jedes Mal seinen Koffer packen würde. Und er ist ja auch viel, viel unordentlicher und ernährt sich völlig ungesund. Wissen Sie was? Sein Lieblingsessen sind Chicken Nuggets. Ja, Sie haben richtig gehört. Chicken Nuggets. Versuchen Sie ihm da vielleicht mit etwas Gemüse zu kommen. Klappt nicht. Da ist Heinzi stur. Unter uns. Er ist ja jetzt seit 2 Monaten in Rente und noch ein bisschen durch den Wind. Ja, und gerade deshalb muss er essen, was auf den Tisch kommt. Im Biergarten. Im Biergarten? Nein, bei mir. Im Biergarten haben die ja auch keine vernünftige, nahrhafte Speisekarte. Ich meine, im Verhältnis 3:2:1. Also Gemüse, Kohlenhydrate und Fleisch, sage ich immer. Er ist im Biergarten. Heinzi? Ja. Na, warum sagen Sie das denn nicht gleich? Das hätte ich ja fast raten können. Unter uns, immer wenn Heinz hier verschwindet, na, wo ist er dann wohl? Entweder im Sony Center Technik gucken oder er ist im Biergarten. Manchmal glaube ich, der Kerl macht das mit Absicht. Was denn noch? In welchem Biergarten? Da vorne der. Und jetzt viel Erfolg beim gegenseitigen Weitersuchen. Dankeschön. Das ist mein Platz. Ohne Scheiß? Schau dich mal um, hier sind 1000 freie Hektarmeter oder was auch immer. Verarsch mich nicht. Würde mir nie in den Sinn kommen. Hier ist mein Platz. Das klingt, als wärst du ein Hund. Platz wofür? Zum Schreiben. Das passt. Nach so jemandem siehst du auch aus. Du dafür nicht. Nicht? Wonach denn? Erstmal nach jemandem, der dringend eine Dusche und Rasur benötigt. Und danach vielleicht nach jemandem, der unter Leute gehört. Auf die Bühne meinetwegen. Jedenfalls nicht nach jemandem, der hier im Grünen vor sich hin vegetiert. Privatsphäre und so? Das geht dich überhaupt nichts an. Sah nach Musiktexten aus. Es geht dich nichts an, habe ich gesagt. Was schreibst du denn? Ich wette auf Landschaftsbeschreibung oder Beerdigungstext oder wie man das nennt. Das geht wiederum dich nichts an. Ich behaupte aber, ich produziere Texte mit weitaus mehr Anspruch und für eine größere Zielgruppe. Und die kann ich nur hier schreiben. Deine Zielgruppe kann so groß sein, wie sie will. Meine ist mit Sicherheit hübscher. Kinderkram. Alles Kinderkram. Hallo. Busy again? Keins Mal? Weißt du, es gibt auch Leute, die müssen arbeiten. Ja? Wo? Come on, it's joke. Weißt du, was du brauchst? Der Kurs in Spaß. Und weißt du, was du brauchst? Ein Kurs in Deutsch. Warum? In Berlin kann jeder Englisch. Gut. Danke für dieses wie immer unheimlich geistreiche Gespräch. Whatever geistreich means. You're welcome. Have a nice one.
Papa? Hörst du mich? Marie? Ah. Ja, warte, Moment. Kannst du mich hören? Ja. Sehen? Oh, sehe, okay. Also ich sehe und höre dich gut. Ja? Gut. Gut. Hallo, mein Schatz. Schöne Grüße aus Island nach Berlin. Schöne Grüße zurück. Wie geht's dir? Ja, gut. Es wird langsam kälter hier. Aber in Berlin vermute ich, ist es anders, oder? Ja, hier ist gerade richtig schön warm. Und was macht dein Bein so? Ach, das verhält. Aber wie geht's dir? Wie ist es in der neuen Wohnung? Die ist gut, aber auch nicht mehr so neu eigentlich. Also 3 Monate jetzt. Der Job ist das, was neu war. Ja, verflixt doch noch eins. Siehst du, so ist es nun mal. Meine Tochter und Mode, das kriege ich in meinen dusseligen Kopf nicht rein. Ja, das versteht nie jemand. Ich habe doch schon vor ein paar Jahren gesagt, wenn die mal ihre Einstellung zur Umwelt ändern, kann ich mir das auch vorstellen. Entschuldigung, natürlich. Wie gefällt es dir bisher? Sehr gut. Ja, und bei dir hast du viel zu tun, oder? Ja, viel zu tun ist eigentlich gar kein richtiger Ausdruck. Ich habe heute noch 4 OPs, die anstehen. Du, Papa, wir hätten jetzt heute auch nicht skypen müssen. Also, wir können auch sonst wann anders nochmal. Unsinn. Ich nutze jede Gelegenheit, um dich zu sehen. Auch wenn es nur so kurz ist. Was würde deine Mutter dazu sagen? Die wird wahrscheinlich wollen, dass du von deiner Schicht nochmal eine Runde schläfst. Oh nein. Da bin ich mir ganz sicher, dass sie es nicht wollen würde. Ganz sicher nicht. Ich würde mir was anhören von ihr, dass ich meine Tochter vernachlässige. Ja, wahrscheinlich eine richtige Standpauke. Ja, ich würde mir 1000 Standpauken anhören von ihr. Um sie dafür halt wiederzusehen. Dass sie wieder hier wäre. Ich weiß. Ich auch. Guck mal. Die habe ich vorhin direkt angemacht. Hast du den Brief auch fertig? Mhm. Ich werde irgendwie jedes Jahr länger. Naja, der kommt gleich in die Box. Meiner auch. Ich habe nur das Gefühl, er wird jedes Jahr kürzer. Wieso ist das so still bei dir? Ist Elena nicht da? Nee, die ist schon zur Arbeit. Ich krieg momentan eigentlich auch gar nicht so viel von der mit. Ja, das ist doch auch gut, oder nicht? Papa! Ja, nicht. Ja. Wart ihr nicht im Urlaub letztes Mal? Oder wollt ihr nicht noch fahren? Übermorgen, ja. Ganze 5 Tage. Ja, das hast du auch verdient, mein Schatz. Ich glaube, ich brauche auch Urlaub. Und dann komme ich zu dir. Ja? Hm? Ey, das wäre voll schön. Wann passt das denn für dich? Papa? Oh nein. Scheiße. Oh, fuck. Kann doch nicht wahr sein. Ich denke immer, du bist arbeitslos, aber es ist ganz cool hier. Auch wenn Webdesign noch langweiliger ist, als es klingt, ich verstehe nur Bahnhof. Wer von uns ist Sitting in the Park und singt immer das Gras an? Feet down. Ich kann kein Englisch. Du bist so ätzend, wenn du dich konzentrieren musst.
Müsstest du nicht eigentlich im Park liegen und ein bisschen abfeiern? Einen Ami raushängen lassen oder so? Morgen ist doch der große Tag. Oder war das übermorgen? Tomorrow. Sie kommt morgen wieder. Was meinst du mit den Ami? Keine Ahnung. Dich vor Freude besaufen und was singen? Grillen? Am Lagerfeuer Gitarre spielen. Ah, also soll es nicht sein wie du. Sehr witzig. Nicht jeder fängt an zu singen, wenn er eine Emotion hat, Jonas. Ach. Like Volltrottel. Ich hol uns was zu trinken. Bier? Aber nicht wieder diesen gemixten Scheiß. Das ist echt was für ein Mädchen. Hallo. Oh, sorry, ich hab's nicht eher geschafft. Das macht nichts. Ich musste eh noch was für die Schule machen. Ach, sag bloß, hm? Bist du dir immer noch sicher, dass du Kaffee wolltest? Bis zur letzten Sekunde wollte ich dir eigentlich einen Kakao bestellen. Sicher. Du wirkst doch immer schon so viel älter, wenn du sprichst. Ist doch voll überflüssig, Kaffee zu trinken, wenn er dir eh nicht schmeckt. Das ist nicht der Grund. Ist es nicht? Ich habe mir Gedanken über dein Marketing gemacht. Über mein Marketing. Die ersten 4 Punkte sind die wichtigsten. Um die werde ich mich auch kümmern. Aber ich wollte, dass du eine Kopie hast. Zielgruppenanalyse, Marktsegmentierung, SWOT-Analyse. Also ich habe keine Ahnung, was das letzte sein soll, aber habe ich sowas nicht schon gemacht für den Vertrag? Sowas in der Art jedenfalls. Ja, aber das war sehr, sehr oberflächlich. Hat dir jemand was von SWOT-Analyse gesagt? Ja? Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Das habe ich ja seit meiner Uni nicht mehr gehört. Dabei ist das so wichtig im Alltag. Für sämtliche Arbeitsgebiete. Ja, und so super sinnvoll. Hast du das gemacht? Nein, ich. Sag mal, wann hast du das überhaupt geschrieben? Mensch, du musst das nicht machen. Wann willst du denn dann für die Schule? Und Ich habe das in Bio gemacht. Und das habe ich nächste Woche 3 statt 2 Stunden. Und dann kann ich das machen. Wahnsinn. So jemanden brauchen wir im Büro. du machst das auf gar keinen Fall in der Schule. Dann eben ab nächster Woche im Café. Dann sind wir auch nicht mehr obdachlos. Obdachlos? Wir sind doch nicht obdachlos. Ach, jetzt übertreib mal nicht. Wenn du nicht so faul wärst, dann könntest du doch immer zu mir kommen. Oder wir könnten uns bei Mama und Papa treffen. Damit ihr wieder streitet? Was ist das eigentlich für ein Café? Meins. Sehr schön. Ja, das wird richtig, richtig schön. Und es wurde auch Zeit. Zeit wofür? Für was Neues.
schmelzen und das Teer verschluckt, das Licht da bunt. Wir öffnen Hydranten und wir tanzen